Was sind Scherenschnitte? Eigentlich sollten Sie es ja wissen. Es sind diese kleinen Kunstwerke aus Papier, die ursprünglich aus China kamen. Mit Scherenschnitten gestaltet man sogenannte Schattenrisse oder Silhouetten. Das kann zum Beispiel der Schatten eines Körpers oder auch die Skyline einer Stadt sein, deren Konturen sich abheben. Schattenriss. Klingt zwar dramatisch, ist aber eigentlich sehr schön. Schattenporträts waren Mitte des 17. Jahrhunderts eine preiswerte Alternative zu Ölgemälden und auch einfach und billig herzustellen. Sie bestanden in der Regel aus dem Profil einer Person, das aus schwarzem Karton oder Papier ausgeschnitten und auf einen weißen Hintergrund geklebt wurde. Madame de Pompadour, die Mätresse Ludwigs XV., machte Schattenporträts am französischen Hofe populär. Die Bezeichnung Silhouette geht auf den französischen Finanzminister Etienne de Silhouette zurück, dem so viel Geiz nachgesagt wurde, dass er sein Haus mit schwarzen Scherenschnitten anstelle von Ölbildern schmücken würde. Ein früher Künstler des Scherenschnitts im deutschsprachigen Raum war Rudolf Wilhelm von Stubenberg. Er entstammt einer protestantischen Adelsfamilie aus Stubenberg in der Steiermark. Schon als Kind soll Rudolf Wilhelm meisterhafte Scherenschnitte angefertigt haben. Mehrere dieser Scherenschnitte haben die Jahrhunderte überdauert und befinden sich im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde auch Deutschland von einer Welle der Begeisterung für Schattenrisse erfasst, diese wurden jedoch meist in Tusche ausgearbeitet. Zu dieser Zeit konstruierte Ludwig Julius Friedrich Höpfner einen Silhouettierstuhl, auf dem Oberkörper und Kopf der zu porträtierenden Person fixiert werden konnten. Der französische Bildniszeichner und Kupferstecher Gilles-Louis Chrétien erfand 1786 den Physionotres, einen Apparat, der die Vervielfältigung von Silhouetten ermöglichte. Wie alle Modeerscheinungen verlor auch der Scherenschnitt irgendwann an Bedeutung. Im frühen 20. Jahrhundert wurden die von George Eastman unter der Marke Kodak entwickelten Kameras zu erschwinglichen Preisen hergestellt und verkauft. Diese ermöglichten es vielen, ein Porträt von sich selbst anzufertigen. Die Kunst des Scherenschnitts ist jedoch nie ganz ausgestorben, denn auch heute noch kann man im Internet talentierte Scherenschnittkünstler finden, die ihr Handwerk so meisterhaft wie einst ausüben.